So, Hans, schön. Da sind wir hier auf dem höchsten Berg in Hessen, die Eintracht auf dem Champions-League-Platz. Ihr heißt Sieger Consulting. Willkommen in der Valentic. Erzähl doch mal so ein bisschen über euch. Was ist eure Vision? Was treibt euch an? Bei Sieger dreht sich alles um Daten. Wir wollen bei Kunden eine sehr, sehr moderne Datenwertschöpfung aufbauen und natürlich das Ganze auch hochautomatisiert aufbauen. Am Ende geht es darum, dass halt bei dem Kunden Befähigung stattfindet und natürlich auch Wert durch Daten generiert wird. Und das machen wir im Moment sehr, sehr viel bei Pharmakunden. Das ist auch einer unserer Lieblingsbereiche, weil hier sich natürlich die Datenwertschöpfung sehr, sehr stark auf die Menschen dahinter auswirkt. Also sprich die Leute, die dann die neuen Arzneimittel, die neuen Impfstoffe bekommen. Und da kann man sich natürlich auch vorstellen, für was für Kunden wir arbeiten. Wir haben natürlich auch Kunden, die sich sehr, sehr stark gerade auf die Individualtherapie im Krebsbereich und zuletzt auch mit Covid-Impfstoffen beschäftigt haben. Und da sind wir natürlich auch sehr, sehr stolz, dass wir für gesetzte, aber auch neue Pharmakunden arbeiten dürfen und ihnen helfen können, natürlich exzellente Produkte herzustellen. Und das ist, wie gesagt, für uns ein sehr, sehr sinnstiftender Aspekt auch, weil wenn wir es schaffen durch unsere Lösung und wenn es nur ein halbes Jahr ist, so eine Produktion eines neuen Produkts zu verkürzen, da hängen natürlich viele Menschenleben auch dahinter. Und das ist natürlich für uns ein mächtiger Gedanke, der uns auch jeden Tag vorantreibt. Ich habe das Glück gehabt, bei euch im Vorfeld des Prozesses ein bisschen auch mit reindenken zu können. Was ich verstanden habe, ist, dass ihr auch mit sehr modernen Technologien und Produkten und Produktpartnern arbeitet. Also natürlich arbeiten wir mit den Spitzenanbietern am Markt, allen voran Tableau, Amazon Web Services, Microsoft und natürlich aber auch Newcomern wie zum Beispiel Snowflake und auch von der Technologieseite her ist natürlich für uns interessant, mehr Cloud-Technologien immer mehr einzusetzen, weil wir die besser skalieren können. Wir haben natürlich neue inhaltliche Technologien und Ansätze wie Data Mesh, Data Fabric, die sich immer mehr verbreiten, um halt auch mehr Inklusion aller Business-User zu ermöglichen. Und darüber hinaus ist natürlich die Technologie-Pipeline auch voll mit Thema Quantencomputing. Machine Learning wird immer mehr greifbar, nutzbar auf den Normal-User. Und das ist natürlich für uns, für unsere Mitarbeiter, für unsere Kunden natürlich auch die Zukunft weiterhin ein spannendes Thema, um die Unternehmen, um natürlich auch die Mitarbeiter zu befähigen. Man merkt, du bist so ein richtig geiler Datentyp. Ja. Das macht mir Spaß, also schon immer, ja. Und IT ohne Daten funktioniert ja auch nicht so wirklich, ja. Und das haben wir uns dann irgendwann natürlich auch irgendwo zur Leidenschaft gemacht. Es sind auch coole Technologien, die sich da entwickeln. Natürlich all diese Dinge rund um die Cloud. Am Horizont kommt ja immer mehr so im Bereich so High-End AI oder das ganze Thema Quantencomputing und so weiter. Das heißt, die Pipeline ist auch bei uns voll. Also da kommen auch natürlich in den nächsten Jahren spannende Produkte für uns, die wir in die Beratung integrieren können oder auch schon in die Beratung integriert haben. Und das ist natürlich auch für unser Team und das zukünftige Team natürlich auch ein spannender Punkt zu überlegen, warum sollte ich zu Sieger gehen? Ja? Weil die natürlich ein tolles Team haben, tolle Kultur, tolle Möglichkeiten, tolle Kunden und da wollen wir auch weiter dran festhalten. Ja, Hans, in der Valentic bin ich für einen Gedanken bekannt seit einigen Jahren. Der heißt, man muss es mal so hart sagen, arschlochfreie Zone. Übersetzt in Vornehmen heißt das, wir gucken natürlich sehr stark auf Kultur, wer kommt zu uns, passt das in die Gesamtkultur. Und im Vorfeld unserer Diskussion, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen, was ich bei dir, deinen Kollegen und Kolleginnen da lernen durfte. Magst du noch mal ein paar Worte zu euch, wie ihr Kultur betreibt, auch vielleicht aus der Historie sagen? Naja, klar. Also wenn man mal guckt, wo wir herkommen, wir kommen ja selbst beide aus der Unternehmensberatung, auch davor als Angestellte. Und als wir die Sieger gegründet haben, da haben wir halt einfach gesehen, man muss einfach einige Dinge anders machen. Und da ist einfach für uns der Punkt, dass wir halt einfach ein Unternehmen auch um unsere Mitarbeiter herum aufbauen wollten, wo die sich wohlfühlen, mit einem herzlichen Klima. Und ich glaube, das ist sehr, sehr gut möglich heute vor allen Dingen. Und das wird auch von den Mitarbeitern natürlich gefordert, aber wir wollen es ja auch geben. Ja? Und ich glaube, das ist was uns auch innerhalb der Valantic alle verbindet. Und wie du es so schön gesagt hast, Asshole Freak Zone, das gilt natürlich für uns auch. Wer möchte schon auch mit schwierigen Menschen, die einem das Leben ganz Tag schwierig machen, zusammenarbeiten. Und das gilt für uns auch. Wir haben sehr, sehr hohe
Mitarbeiterbeteiligung in vielen Aspekten. Wir beziehen die mit ein. Wir haben jetzt gerade im Dezember einen Kulturrefresh bei uns angestoßen, der durch die Mitarbeiter selbst gesteuert wird, weil die sollen sich das Umfeld so gestalten, wie sie optimal arbeiten können. Und tun dann natürlich sehr, sehr viel, um dort auch dieses herzliche Klima aufrechtzuerhalten. Und umgedreht, wie gesagt, so habe ich es natürlich auch in Valantic erlebt. Es gibt einen zweiten Spruch, den ich auch auf unseren Slides habe. Big enough to deliver, small enough to care. Wir könnten beide das auch in Hessisch übersetzen, das ersparen wir jetzt mal allen. Ja, die Kunden kriegen die Kultur, die mittelständisch geprägte Kultur, die sie geschätzt haben, auch in den früheren Zeiten vor Valantic. Aber wir können plötzlich auch große Projekte liefern. Wir können plötzlich DAX liefern. Wir können auch mal ein Team von 30, 40 über 2-3 Jahre staffen, was ihr vorher, glaube ich, nicht konntet und wir bei uns auch nicht. Und das finden die Kunden prima. Die spüren das, sie haben Lust darauf und sie kommen ja bewusst zu uns, zur Valantic, und gehen nicht zu, ich nenne jetzt mal keine Namen, aber es gibt ja andere, die vielleicht da nicht ganz so mittelständisch geprägt sind und auch diesen persönlichen Draht zu den Kunden weiterhaben. Und das Feedback, was wir seit 5 Jahren bekommen, ist sensationell, weiter so. Das war auch unser erster Eindruck. Wir haben ja jetzt auch unsere Gespräche mit den Kunden gehabt natürlich und wir haben durchweg gute Resonanz. Die Möglichkeiten, die jetzt da sind einfach gut, weil der Kunde jetzt weiß, er kriegt die gleiche Qualität, nur größer. Und das gibt uns natürlich jetzt plötzlich auch gedanklich viel mehr Spielraum. Wir können in viel mehr Bereiche reingehen, weil wir jetzt einfach viel komplementärer sind. Also wir haben die Fachberatung, wir haben Salesforce, wir haben SAP-Möglichkeiten jetzt, wo wir vorher immer künstliche Grenzen hatten aufgrund unserer Kompetenzbeschränkung und unserer Positionierung. Und jetzt sind diese Grenzen weg und wir können natürlich auch sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Ja, also ich finde das ja unglaublich Wahnsinn, was im Bereich Daten, Datentechnologien, Kundendatenplattformen, Data, the new oil, also manchmal hat man das Gefühl, Daten sind alles. Du wirst wahrscheinlich das bestätigen können. Vielleicht kannst du uns noch mal 1, 2 Eindrücke geben. A, technologisch, wo geht das aus deiner Sicht hin? Ja, wir reden über Themen wie KI, wir reden über industriespezifische Entwicklungen im Datenbereich. Und vielleicht doch nochmal so den einen oder anderen Blick, was bringt es für eure Kunden, was dieser Zusammenschluss mit der Valantic vielleicht in der Zukunft an Nutzen, an Vision mit sich bringt? Erstmal muss ich das bestätigen. Ich finde auch das Wahnsinn, was dort gerade passiert, in vielen Bereichen, aber insbesondere in dem Bereich Daten. Da haben wir ja gerade die letzten 6, 7, 8 Jahre eine unglaubliche Beschleunigung erlebt. Ich glaube, einer der zentralen Trends ist das Thema Self-Service. Das bedeutet das Enablement aller Mitarbeiter im Unternehmen, mit Daten zu arbeiten. Wir kommen ja aus einer Zeit, wo quasi Daten ein reiner IT-Hoheitsbereich war. Das bedeutet, Fachbereich hat eine Frage gehabt und dann ist ein sehr, sehr großer, mächtiger IT-Prozess angelaufen und dann hat man irgendwann Reports bekommen und die waren hoffentlich richtig. Und wenn nicht, gab es halt sehr, sehr große Change-Management-Aufwände. Und viele Unternehmen haben erkannt, dass diese Starrheit nicht förderlich ist. Deswegen gibt es jetzt schon seit einigen Jahren sehr, sehr großen Trend hin in diese Self-Service-Architekturen und Self-Service-Organisationsformen, weil Daten ist ja nicht nur eine reine Technologiefrage, es ist natürlich auch eine eine Organisationsfrage. Und in dem Rahmen ist natürlich viel passiert. Also wir haben Frontend-Systeme, die heute sehr, sehr einfach zu bedienen sind, einfacher noch als Excel tatsächlich, die sehr, sehr intuitiv den Nutzer durch die Datenvisualisierung führen und dann letztendlich auch helfen, genau die fehlenden Antworten zu finden, die man in seinem Business gerade sucht. Das ist sehr, sehr gut. Da haben wir bei unseren Kunden beispielsweise 2 schöne im Pharmabereich hier aus dem Rhein-Main-Gebiet. Bei dem einen verwalten wir über 15.000 User im Bereich Frontend Analytics. Bei dem anderen sind es 13.000 User und denen helfen wir dabei, sich diese Daten zu erschließen. Die beruhen natürlich auch auf den Datenprodukten, die dahinter liegen. Auch da gibt es eine große Veränderung hin zum Self-Service, nennt sich Data Mesh. Das bedeutet, das ist letztendlich auch so die Demokratisierung der Datenproduktion. Das ist auch nicht mehr rein in IT-Hand, sondern die IT sieht sich hier als internen Service-Provider und unterstützt die Fachbereiche, ihre Datenprodukte selbst herzustellen. Und das ist der Bereich, in dem wir im Moment sehr, sehr stark tätig sind.
Und in diesen Bereichen ist natürlich vieles zu tun. Heute sind die meisten Datenprodukte immer noch IT-zentrisch aufgebaut und diese Migration in die Fachdomänen rein, die ist natürlich sehr, sehr wichtig und da liegt natürlich viel Know-how, was dort auch gefördert werden kann. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend. Da tun wir im Moment, wie gesagt, sehr, sehr viel. Und diese Plattform, die wir darunter aufbauen, die ist natürlich auch sehr, sehr wichtig für alle kommenden Technologien. Künstliche Intelligenz, Machine Learning, Quantencomputing funktioniert natürlich nur, wenn die Datengrundlagen extrem hohe Qualitäten haben. Gerade künstliche Intelligenz verliert mit jedem Grad an Datenqualität, das ich verliere, an Wirksamkeit sehr, sehr stark, weil ich trainiere einfach ein System falsch an und dann lernt das System falsche Antworten, sage ich mal, und gibt die natürlich an den User auch zurück. Deswegen ist diese Datenqualität sehr, sehr wichtig. Wir haben andere Bereiche, natürlich das ganze Thema Datensicherheit. Wir sind ja im Pharmabereich tätig und wenn natürlich da zum Beispiel Patientendaten, Forschungsdaten und all diese Dinge nach außen dringen, das ist ungünstig. Das ist ja das wesentliche IP des Unternehmens. Und hier ist natürlich auch wichtig, Chinese Walls, Need-to-Know-Prinzipien zu integrieren. Damit tun wir uns seit Beginn sehr, sehr leicht. Ich selbst komme aus dem Bankenbereich, hatte ich erzählt, und habe dort sehr, sehr viel auch schon mich mit regulatorischen Fragen beschäftigt. Und diese Prozesse begleiten uns jetzt schon auch über 18 Jahre. Es uns natürlich auch leicht fällt, sowas in diese modernen Ansätze mit zu integrieren. Und da glaube ich, da können wir den Kunden sehr, sehr gut weiterhelfen. Wir sind ja in vielen Bereichen tätig, ja, und überall gilt, ohne Daten ist alles nichts. Ich denke an die Kollegen aus dem Supply Chain Umfeld, ja, diese gesamten Themen der Transparenz in die Supply Chain bis hin zu ESG und Umweltthemen. Ich denke an unsere Customer Experience Kolleginnen und Kollegen von der Recommendation Engine über CRM im weitesten Sinne, Customer Centricity, also all diese Themen gehen ohne Daten halt nicht. Ja, und wir haben schon einiges an Datenkompetenz auch in der Gruppe, aber das, was ihr an Technologien, an Erfahrung, auch an Branchenwissen, gerade im Pharmaumfeld mitbringt, das wird uns echt bereichern und viele unserer Kunden werden davon profitieren und eurer sicherlich auch. Also eine großartige Ehe, die wir da gemeinsam schließen. Definitiv, also ich freue mich auch, unsere Datenkompetenz end-to-end zu erweitern, weil natürlich viel im zum Beispiel Bereich Datenstrategie eher im Bereich Management Consulting liegt. Da haben wir natürlich auch Schwestergesellschaften in der Valantic, die uns hier helfen können, komplementäre Strategien und Konzepte zu entwickeln, wie euch zum Beispiel. Da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf. Und eine weitere Sache, die mich natürlich auch zusammen mit der Valantic freut anzugehen, ist das Thema, wenn man sich mal heute überlegt, es gibt ja für diese klassischen Unternehmensprozesse fast immer Standardsoftwaren. Für Daten gibt es sie nicht. Also ich kann natürlich ein Power BI einsetzen, was ein tolles Produkt ist, oder ein Tableau, aber damit decke ich ja nur einen kleinen Teil dieser Wertschöpfungskette ab. Das ist ja vom Prinzip wie das Frontend von einem SAP-System. Das heißt ja nicht, dass die gesamten Prozesse hinten abgedeckt sind. Und ich glaube, dass wir hier sehr, sehr viel mehr in den Lösungsbereich gehen können, auch weil wir jetzt einfach eine ganz andere Menge an Ressourcen hinter dem gesamten Prozess haben. Und ich glaube, dass wir hier vielleicht auch sehr, sehr starke Lösungstemplates zukünftig mehr auf verschiedene Industrien gemeinsam aufbauen können. Du hast gesagt, Supply Chain, was ja quasi ein Prozessbereich ist, aber vielleicht auch auf ganze Industrien, wo man einfach fertig konfektionierte Systeme anbieten kann, die man über das Cloud-Team gemeinsam ausrollt, die wir dann mit unseren Konzepten bespielen und dann automatisch auch vorne vielleicht auch abgeleitet von der Datenstrategie mit den Kollegen von MM1 zum Beispiel oder von euch dann auch effektiv in den gesamten Konzern befördern kann, über Change Management verantworten. Da freue ich mich drauf, dass wir hier zusammen mit der Valantic in der Zukunft einen ganz anderen Unterschied machen können. Matthias, auch an dich die Frage, was denkst du, wo unsere Kunden jetzt durch die Valantic und die neuen Möglichkeiten sehr, sehr stark partizipieren können? Und was sind so deine Erfahrungen, wie das in der Vergangenheit ja in verschiedenen Konstellationen, gerade in unserer Einheit Digital Experience, DX, schon passiert ist? Also es gibt eine ganz klare Headline dazu, die heißt End-to-End-Betreuung der Kunden. Ja, wir können durch die Kompetenzen, die wir haben, in den verschiedenen Divisionen, auch in den verschiedenen Ländern, thematisch von der Strategie, wir verstehen Business-Strategien, wir können die in Digital- und IT-Strategien übersetzen, wir können Roadmaps bauen, wir haben den gesamten Stack der Begleitung von Software-Themen, von Infrastrukturthemen, von Datenthemen. Wir haben das ganze Thema M&A, Post-Merger, Carve-Outs, wir haben Branchenthemen, also eine unglaubliche Vielfalt und das Thema Daten, ich sagte es schon,
passt überall rein. Ihr könnt euren Kunden quasi einen Full-Service anbieten aus einem Unternehmen, was eben auch stabil und groß ist, aber trotz dieser Größe eben diesen unternehmerischen Charakter ganz stark nach vorne stellt und auch erwiesenermaßen. Und das können wir durch viele, viele Referenzen belegen und es lohnt sich, das auszuprobieren. Die Kunden werden das dann ganz schnell merken, dass wir die smarte Alternative zu manchem anderen am Markt sind. Ja, stell dir mal vor, 12 Monate weiter. Was werden wir geschafft haben? Was werdet ihr geschafft haben? Worauf freust du dich? Auf was wir dann zurückgucken können? Ja, definitiv, dass wir erstmal richtig in der Valantik angekommen sind und natürlich auch die Valantik bei unseren Kunden angekommen ist. Das ist ja quasi auch der große Gewinn für unsere Kunden. Das wollen wir auch erreichen. Wir haben sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten. Das möchten wir halt auch end-to-end unseren Kunden anbieten, dass sie natürlich auch diese tollen Möglichkeiten nutzen können und dass wir die natürlich aufzeigen. Also da wird ein sehr, sehr großer Fokus für uns drauf liegen. Ob es jetzt SAP ist, ob es Salesforce ist, ob es End-to-End-Konzepte sind. Das wird uns gemeinsam gelingen. Da bin ich guter Dinge und ich denke mal, wenn wir uns jetzt mal ein Jahr nach vorne orientieren, haben wir da viele tolle Sachen auch für unsere Kunden erreicht, um die es ja im Wesentlichen auch geht und haben denen geholfen, noch schneller in ihren Erfolgsgeschichten, in ihren persönlichen Geschichten voranzukommen. Und da freue ich mich sehr drauf. Dem ist nichts hinzuzufügen. Da würde ich mich sehr freuen. Wir haben ein Date für heute in einem Jahr. Ich danke dir sehr. Wir drücken die Daumen und ich freue mich drauf. Ja, Hans. Ich freue mich auch.